Herzlich willkommen zu diesem Video der LiveTool-App ShowMe 3. Die LiveTool-App ShowMe 3.0 ist ein Programm zum Lernen und Üben von Begriffen in unterschiedlichen Sprachen. In verschiedenen Übungen werden das Sprachverständnis und das Gedächtnis trainiert. In der Hauptauswahl wird bestimmt, welches Material in den Übungen verwendet wird. Die App bietet viele Themen aus dem Grundwortschatz. Zum Beispiel Körperteile, Kleidung, Tiere, Schulbereich oder Lebensmittel und auch weitere Themen wie zum Beispiel Farben, Formen, Farben und Formen, Buchstaben, Zahlen, aber auch das Thema Uhrzeit wird behandelt. Wir wählen nun das Material Tiere und starten die Übung. Zeig mir das Schwein. Das Programm nennt uns einen Begriff und die übende Person wird aufgefordert, die entsprechende Karte zu finden und anzuklicken. Gut gemacht. Zeig mir den Affen. Bravo! Es gibt aber noch weitere Spielvarianten, wie zum Beispiel den Bereich Üben. Die Katze. Das Zebra. Der Hase. Im Modus Üben können Sie auf einzelne Karten klicken und sie werden vom Programm benannt. Dieser Modus dient dem Kennenlernen der Bilder und der dazugehörigen Begriffe. Wir wechseln in den Modus Üben. Zeig mir in dieser Reihenfolge den Affen, den Hasen, das Schwein. In diesem Modus, dem Modus Merken, werden anstelle eines einzelnen Begriffes nun mehrere Begriffe Super! auf einmal abgefragt. Wir wechseln in den Modus Erinnern. Hier ist es wichtig, sich die Position der Karten zu merken. Sobald man sich diese eingeprägt hat, kann die Übung gestartet werden und die Karten werden abgedeckt. Das Programm nennt nun einen Begriff und wir müssen die richtige Karte klicken. Zeig mir den Frosch. Zeig mir. Wir wechseln nun in die Einstellungen. In den Einstellungen können die spielenden Personen angelegt werden und es kann eine Sprache definiert werden. Hier zum Beispiel wurde als Menüsprache Deutsch ausgewählt. Das betrifft die Beschriftung und die Texte in den Optionen. Es kann natürlich auch jede andere Sprache, welche vorhanden ist, ausgewählt werden. Ich wähle allerdings hier wieder Österreichisch, Deutsch-Österreichisch. Interessanter wird es hier, die Audiosprache kann ich auch ändern. Und zwar ist das die Sprache, in welcher Sprache die Übungsinhalte dann ausgegeben werden. Hier wurde zum Beispiel Spanisch ausgewählt. Es sind aber noch viele weitere Sprachen möglich auszuwählen. Italienisch, Mazedonisch, Niederländisch, Norwegisch, Russisch, Albanisch, Serbisch, Türkisch und auch Ukrainisch. Wie sieht das dann aus? Das sehen wir uns jetzt gleich mal in einer Übung an. Wir wählen hier die Tiere. Покажи мені мавпу. Здорово. Покажи мені слона. Wieder zurück in den Einstellungen. Sehen wir hier weiter. Bei den Übungseinstellungen kann ich verschiedenste Dinge noch anpassen. Die Wiederholrate der Anweisungen, ob die Schaltflächen vorgelesen werden sollen, ob es kurze oder lange Rückmeldungen geben soll, ob die Animation angezeigt werden soll und ob die Kärtchen abgeräumt werden sollen oder nicht. Im Modus Merken gibt es auch noch für die individuelle Stufe besondere Einstellungsmöglichkeiten. Zum Beispiel, ob die Reihenfolge wichtig ist, in der ich die Kärtchen nachher anklicke, oder ob die Kärtchen abgedeckt werden sollen. Im Bereich Übungsmaterial können wir hier im Bereich Grundwortschatz auch noch definieren, wie die Begriffe dargestellt werden sollen. Hier wurde bereits die Variante Metacom gewählt, es gibt aber auch PCS-Symbole, Zeichnungen und auch Fotos sind verfügbar. Weiters kann ja auch noch definiert werden, ob die Kärtchen mit oder ohne Beschriftung oder in Blockbuchstaben sein sollen. Und im Bereich Bedienung kann definiert werden, wie denn die App bedient werden soll. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Spielen und Lernen mit der LiveTool-App ShowMe 3.